Jetzt haben wir Mikrofon auf, ja. Ja, also hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer, und Klaus hat jetzt gerade seinen Lüfter eingebaut und der Lüfter, das ist jetzt hier der CPU HDHW-Monitor und danach hat die CPU im Moment 52 Grad Celsius, muss 7 zu 5, 37 und so weiter und so weiter. Und wo ist jetzt mein Lüfter, den ich gerade eingebaut habe? Die Lüfter sind auch hier irgendwo. Da ist die Temperatur, das ist die Systemmemory, da haben wir da. Da ist also die CPU, ja, ich mache mal auf und wieder zu. Da ist also die CPU, die läuft mit 1433 RPM und mein Systemlüfter Fan 4 läuft mit 1063 RPM. Ich weiß nicht, ob ich den richtig draufgesteckt habe, aber ich meine ja. Ich müsste jetzt hinten an der Rückfront, bräuchte ich auch noch einen Lüfter, dass er also die kalte Luft in die Nähe vom Prozessor und den Speicherbausteinen schiebt. Denn jetzt hier der Frontlüfter, der schiebt eigentlich nur die kalte Luft da so rein, aber die geht dann vielleicht an den Seiten wieder raus. Die läuft ins Leere. Die läuft nicht auf die Teile, die eigentlich warm werden. Von daher brauche ich einen Rücklüfter, also noch einen zweiten anschaffen. Das ist keine große Arbeit, ich habe gerade gesehen, wie man wieder angemacht wird. Das sollte klappen. Ja, okay. So viel mal also von hier. Von der Lüfterfront haben wir das auch geschafft. War auch jetzt gar nicht so anstrengend. War mal wieder eine Fummelei. Und ich habe erstmal an dem alten Board habe ich erstmal geübt, wie der Lüfter wiederum darauf gesteckt wird. Ja. Okay. Was haben wir noch heute? Sollen wir den eigentlich ausmalen? Ja. Jetzt haben wir heute noch, ich habe heute schon mit DaVinci, habe ich heute schon meine drei Videos heute geladen, weil jetzt geht das ja mit DaVinci und mit Vegas und so, das dauert ja nicht mehr viel länger wie vorher. Das ist also die vorhandene Lektion. Ja, was mache ich denn damit? Ja, ich möchte das mal vielleicht löschen. Wie löscht man die? Ich möchte die eigentlich nur mal hier löschen. Die sind jetzt in der Timeline und ich möchte die weghaben. Wieso gehen die nicht weg? Schauen wir mal dahin. Tja, da ist der Titel. Den Titel können wir wegmachen. Und das können wir auch wegmachen. Das auch. Das auch. Müssten alle. Jetzt kann ich die wegmachen. Ja, jetzt sind sie alle weg. Okay, jetzt möchte ich in den Media Pool gehen. Und jetzt möchte ich das da einziehen und dann dahin, ja.
Und dann möchte ich das anziehen. Das wird nicht dargestellt, ja. Und ihr könnt das auch da unten rein. So. Und jetzt sollte ich ja da irgendwas abhören. Oder? Und dann sollte ich die nächsten zwei, die habe ich glaube ich aktiviert, oder wie heißt es? Die habe ich aktiviert gehabt. Das ist die erste, ja. Und wenn ich jetzt da die sollte ich aktivieren, und welche noch, dann sollte ich noch, die glaube ich, Nummer 14. Bis dahin macht er nicht. Jetzt habt ihr ja, genau. Jetzt habe ich die also aktiviert. Und jetzt sollte ich die von da oben hier runterziehen, aber dann hier irgendwo reinfahren, an der richtigen Stelle. Moment, du? An welcher Stelle hatte der mir auch gesagt? Hier. Moment, ich muss mal in das Buch holen. Ja, wäre schön, wenn ich das mal könnte. So, das ist das Buch. Bis an welche Stelle? So. Und jetzt möchte ich dann mal in das Buch. Bis an eine bestimmte Stelle wollte der. Ja, ich habe den Kopf wieder da, genau dort, wo er nicht sein soll. So. Projekt starten hatten wir, ja. Clips in der Timeline zusammenstellen, haben wir auch. Und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, von 4 bis 5 finde ich, ja, haben wir. Die Automandung, ja. Ziehen Sie den Abspielknopf an den Start des ersten Interviewclips und drücken Sie die Leertaste. Macht aber nicht. Wieso nicht? Der ist hier in die erste Leertaste. Da ist die erste Leertaste. Und jetzt kann ich quasi. They call us glass blowers, but really Ich möchte eine bestimmte Stelle finden in diesem Video da unten. Und der Abspielknopf ist richtig. Muss ich noch irgendwas anderes einstellen hier? Was ist das hier? Kann ich jetzt mit der Leertaste abgehen? they call us glass blowers, but really we're heat managers. And we're constantly working to put heat in some place. Das macht aber nicht so, wie ich mir das denke. Oder da oben sollte der sein Mund. Wo ist denn das? They call us glass blowers, but really we're heat managers. And we're constantly Da war gerade was mit den Heat Managers. Was war mit der Leertaste hier? Autotech. Wofür ist das eigentlich? Und ja, wofür sind die beiden?
Ja. They call us glass blowers, but really Heat Managers. we're Da. heat managers. Da sind wir bei den Heat Managers. Und jetzt, was sagt der jetzt selber machen bei den Heat Managers? Der hat den Punkt gemacht. Irgendwie sagte der, dass man das sehen kann. Da ist ein Punkt, da unten kann man sehen. Ja, aber schlecht, schwer. Hier ist ein Trick dabei irgendwo, den ich noch nicht verstanden habe. Bei dem vertikalen, orangefarbenen Balken in der Timeline handelt es sich um den Abspielknopf. Die Position entspricht dem in der Timeline Viewer aktuell angewendeten Einzelbild. Ja, und da. In der Timeline werden nun beide Clips abgespielt. Stopp am Ende. Wenn Sie im Mediapool mehrere Clips auf einmal anwählen, können Sie sie gesammelt in die Timeline ziehen. Wählen Sie im Pool das vierte Vorschaubild an und dann per Shift-Klick das letzte Bild. Ja, super super. Nächste Seite, das haben wir ja. Die rote Umrandung zeigt der 11 Clips zeigt an, dass diese Clips aktuell ausgewählt sind. So, das war für ihn. Dann sind wir schon wieder weg hier. So, jetzt haben wir die. Und jetzt haben wir die ausgewählt, ja. Und ziehen Sie an den Start. Ziehen Sie den Abspielknopf an den Start des ersten Interviews-Clips und drücken Sie dann Leertaste, um nur diesen Clip wiederzugeben. Machen wir mal. They call us glass blowers, but really Da war es ja. we're heat managers. Okay. Bei Heat Manager. Und drücken Sie die Leertaste, um nur diesen Clip wiederzugeben. Es ist auch möglich, die neuen Clips so einzufügen, dass Ihr Video überschrieben wird und Ihr Audio beibehalten wird. Platzieren wir nun den Abspielknopf am Ende des ersten Satzes der Call als Glasblaues, aber Trivial Heat Managers. Ja. Ziehen Sie den Timeline-Abspielknopf zurück ans Ende des Satzteils. Ja, habe ich doch. Ja, habe ich, da steht er, genau. Und der Abspielknopf dient als Orientierungshilfe und so können Sie die Clips aus der Bin nehmen und dann den Abspielknopf ziehen. Okay, machen wir das mal. Genau, jetzt haben wir den genau da zur Hälfte. Und was ist da unten mit dem Ton? Der erzählt dann einfach weiter. Der überschreibt quasi das letzte Interviewbild. Der Abspielknopf dient hier als Orientierungshilfe und so können die Clips aus der Bin neben den Abspielknopf ziehen und dort anlassen lassen. Ja, haben wir. 11. Ziehen Sie die Clips aus dem Mediapool rechts neben den Abspielknopf in der Timeline.
lassen Sie Maustasten los. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Die Clips werden in die Timeline geschnitten. Ja, und zwar wird das jetzt da überschnitten. Überschrieben. Die Clips werden in der Timeline geschnitten. Allerdings kann es je nach Bildschirmauflösung Ihres Computers vorkommen, dass Sie nicht alle Clips aus einem Timeline-Fenster passen. Doch in den praktischen Tools in DaVinci können Sie die Darstellung Ihrer Timeline bestimmen. So gibt es einen Befehl, der sagt, wählen Sie aus dem Menüteil den Zoom, aus dem Menüteil View, haben wir die View. Hier ist kein View. Da. Wenn Sie aus dem View, was soll ich da wählen? Momentum, ich muss die erstmal finden hier. Zoom und dann Zoom to Fit Ansicht. Und dann Zoom to Vollbild oder drücken Sie Shift Y. Moment, da haben wir den. Da haben wir Zoom to Fit in. Ja, hurra, jetzt passen die alle gut rein. Bis ans Ende. Genau wie er gesagt hat. Das ist schon mal gut. Gut. Und nun ist es der Befehl. Tastenkombination. Für Zoom. Shift und Z. Gut. Müssen wir uns merken. Bis wir es wieder vergessen haben. Gut sichtbar. Und sind gut sichtbar und Sie können bequemer zu Ihnen hin navigieren. Ja, Sie brauchen bloß mit dem Abspielknopf die Timeline zu überfliegen und um sich die Schritte dahin anzusehen. Ja, stimmt. Gut. Ziehen Sie den Abspielknopf langsam. Ziehen Sie den Abspielknopf im Timeline-Lineal. Wo ist denn das Timeline-Lineal? Hier oben wahrscheinlich. Ja, gut. Wieso habe ich denn da so viel? Sehr lange. Das Bild hier finde ich ist sehr lang. Die Sequenz. Wie lang ist sie? 14 bis 16. Wie lang ist die? Kann man das irgendwo herausfinden? Wie lang die ist? Da steht was über Metadaten da oben. Clip Details 1.19 MTT 12.12. Was heißt TC? Statt TC. Der hatte 256 Frames. Bei einer Bittiefe von 10. Ja. Wir arbeiten mit 24 FPS. Und meine nimmt, glaube ich, auch mit 25 FPS. Okay. Wo kann ich denn eigentlich hier meine Voreinstellung mal machen? Da war die Rede von irgendeinem Rad oder so.
von einem Werkzeugrad mal. Da ist das Werkzeugrad. Das, da genau. Presetting, das haben wir genau. Das ist das Werkzeugrad. Das ist also die Voreinstellung. Quer. Der wartet also immer hier mit 24. Dann müsste ich also meine 25. Wenn meine 25 Frames hat, dann Time-Format. Videomonitoring 104024. Use 424 SDI. 10 Bit. Monitor Scaling. Und was haben wir hier sonst noch? Ja, ich nur Bahnhof verstehen hier. Ich nur Bahnhof verstehen. Optimierte Media- und Render-Cache. Arbeitsspeicher. Okay, das soll das mal. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Kann ich hier wieder wegdrehen hier? Da, kennst du. Was haben wir denn noch? Das Present. Image Scaling, Sharper, General Options, Kamera. Auch der arbeitet da mit RAW. General Subtitles. Okay, kannst du weg damit. Okay, wo waren wir? Also jetzt sind wir bei der 8, Thema Nummer 8, Seite Nummer 8. Und da geht es um was? Ja, momentan haben Sie lediglich eine hübsche Clipsammlung. Als nächstes müssen Sie Ihre Geschichte etwas ausbauen. Fügen Sie zum Beispiel ein weiteres Interviewsegment hinzu. Passen Sie die Clip-Reihenfolge besser an den Interviewinhalt an. Doppelklicken Sie auf den Mediapool, den Clip 3 Interview. Machen wir das mal. Ja, jetzt ist er da oben. Jetzt ist er da oben. Und weiter. Und weiter. Der Monitor der 8 sind wir. 8 Monitor. Zwei Klippen klicken Sie unter dem Source Viewer auf das Rücklaufsymbol, um zum ersten Frame am Clip-Anhang zu gelangen. Also hier draufklicken. So. Haben wir. Okay, weiter. Haben wir. Anstatt den Clip mit der Transportsteuerung im Source Viewer abzuspielen, tun Sie das nun mit einem Tastaturbefehl. Mit welchem denn? Drücken Sie die Leertaste, um den Clip im Source Viewer wiederzugeben. Ja, machen wir das mal. Ich sehe gerade am Anfang und jetzt brauche ich also nicht darauf drücken, sondern darauf nur die Leertaste drücken. Ich drücke mal die Leertaste. So what makes glass so, special? Glass is really different than other art forms. I'd say specifically glass blowing is really different than other art forms. For one, you can't be working on a project and say, okay, I'm going to put it down, I'm going to go get lunch, come back and work on it later. You have to start and finish that project at the bench in that time frame. And it's
Drücken Sie die Leertaste, um den Clip im Source View wiederzugeben. Haben wir. Ein einminütiger Film hat natürlich seine Grenzen. Aufgrund seiner Kürze lässt sich nur ein Teil des Interviewskripts verwenden. Um Beginn und Ende des zu verwendenden Clipabschnitts zu bestimmen, müssen Sie sogenannte In- und Out-Punkte setzen. Diese Punkte lassen sich mühelos mit dem Wellenform-Overlay und der Jog-Leiste im Source Viewer wiedergeben. Aktivieren Sie rechts oben im Source View rechts oben, das links oben was, Momentum. Da müsste das sein. Zoom Audio in Waveform, ja, da glaube ich, da will er hin, ne? Aktivieren Sie Show Zoomed Audio Waveform, um eine hereingezogene Audio-Wellenform einzublenden. Machen wir das mal. Show Full Clip Audio Video. Da haben wir es also. Ja, ich sehr gut sehen, da ist die. Ja. Und wie jetzt weiter? Ich möchte nochmal hier ein bisschen. Die haut aber ab hier. Unlike Die haut aber ab hier. jewelry, it's unlike Ja, ich möchte den irgendwie langsamer vorlaufen lassen, nicht so and schnell. Wie geht das denn? Das war wahrscheinlich die Jog-Taste oder was immer das sein soll. Aktivieren Sie oben rechts die Wellenform, habe ich. Die Audio-Wellenform wird im unteren Abschnitt des Source Views als Overlay eingeblendet. Im Overlay ist sichtbar, wo im Clip Ton vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, und so lassen sich bestimmte Clips-Abschnitte gezielter finden. Ja. Klicken Sie im Source Video auf das Vorwärts-Symbol. Klicken Sie im Source Viewer auf das Vorrücksymbol, um zum ersten Frame des Clips zu springen. Also wahrscheinlich das meinte, ja. Das meinte wahrscheinlich Vorrücksymbol. Klicken Sie im Source auf das Vorrücksymbol, um zum ersten Frame des Clips zu springen. Ja, da wollen wir hin. Die Erzählung sollte circa in der Clipmitte beginnen, wo die Person also You Can't Touch ausgabt. You Can't Touch Ausgabe. Anstatt diese Stelle während der Clip-Wiedergabe zu suchen, können Sie den Clip mit der Jog-Leiste langsam überfliegen. Ja, was sind die Jog? Können Sie den Clip mit der Jog-Leiste langsam überfliegen und dabei das Interview anhören? Ja, bitte, wo ist die Jog-Leiste? Und was kann ich da überhören? Also das hier.
is really different than other art forms. I'd say specifically glass blowing is really different than other art forms. Ja, was ist jetzt hier die Druckleiste? Fabrication or painting or drawing, you can't just put it down. It has this timeline, it has this limit. Also, you can't touch or sculpt the glass. Ja, mühelos finde ich gut gesagt. Drücken Sie die Leertaste, bis Sie an das Ende des Satzes und drücken Sie die Leertaste, um die Wiedergabe zu stoppen. So. Bis zum also you can't touch or sculpt, right? Es müsste also da irgendwo sein. You have to start and finish that project at the bench in that time frame. And it's unlike jewelry, it's unlike ceramics or metal fabrication or painting or drawing. You can't just put it down. It has this timeline, it has this limit. Also, you can't touch or Der Equipment beginnt, wo die Person sagt, also you can't touch the sculpt. Jetzt haben wir gerade gehabt hier. You can't touch. Ja, genau. Also, you can't touch. It has this timeline, it has this limit. Also, you Da. also this timeline, it has this limit. Beginnt. Also, Ungefähr, ja. Und jetzt setze ich da einen Punkt oder wie? Ein Fleck oder was mache ich da? limit. Momentum. Ja. Langsam anhören. Langsam anhören ist gut. Ich höre nichts langsam an, das geht für mich rasend schnell. Mit der Jog-Taste langsam überfliegen. Was ist die Jog-Taste? Die Jog-Taste. Wissen wir alle, was eine Jog-Taste ist, oder? Mit der Jog-Taste, mit der Jog-Leiste. Jetzt
die wahrscheinlich hier. Das meinte die Joke-Leiste. It has this timeline, painting or drawing, painting or mosaics or ceramics or metal fabrication or painting or drawing. Like jewelry, it's unlike ceramics or metal fabrication or painting or drawing. You can't just put it down. It has a timeline, it has this limit. Gut, Also, das haben wir. Und jetzt weiter, da muss ich einen Punkt hinsetzen, oder wie? Das irgendwie markieren. Ziehen Sie den mit der Stimme rechts, bis Sie zu dem Satz kommen, also you can touch. Rücken Sie ihn danach, also vor das Wort you. Also, you can't tools and glass blowers get a variety of different tools, and glass blowers get pretty creative with what tools that they might even make for themselves or find that you're painting or drawing. You can't just put it down. It has this timeline, it has this limit. Yeah. Also, you can't. Also, you can't. Da. Nach diesem Hügel, oder wie? Und jetzt mal. Und jetzt, also, you can't. Was ist das Buch? Wie markiere ich das jetzt hier? Am Motto. Und das Wort you. Also direkt danach, genau. Der ist sogar noch ein bisschen weiter wie ich. Ja, ist aber 5 Gramm hier. Da bin ich. Lassen wir das mal so. Noch genau, da gehe ich nicht hin. So, das geht so schnell. Da fehlt mir die Direktion für. Ja, toll. Da, so. Da lassen wir den jetzt. Also, Und jetzt machen wir da mal.
9, ja. Haben wir und weiter. Kriegen Sie nun unter dem Source View auf das Mark-In-Symbol, um einen Punkt zu setzen. Unter dem Source View auf das Mark-In. Setze das Mark-In. Ich weiß nicht genau. Was meint ihr jetzt mit Mark-In? Da hinten am Ende. Also, das ist das Mark-In, ja. Was ist das für ein Zeichen? Also, da haben wir jetzt Mark-In, ja. Gut. Und das ist der Mark-Out. Was ist das hier? Wäre schön, wenn ich das ja mache. Das ja auch. Momentum. Okay. Weiter. Dann haben wir Seite 9. Okay, dort Mark-In-Symbol, ja. Haben wir. Nun ist noch mit Hilfe eines Outpunkts das Clipende zu markieren. Sie finden Sie dafür die Stelle, wo die Sprecherin sagt, it's a really Adrenalinatsch. Ja, toll. The huge challenge. That they might even make for themselves or find. But you can't actually touch the material with your hands. So that's a huge challenge. In the decade, more than a decade that I've been blowing glass, I still find it to be a really humbling material. It is very difficult, it has a really steep learning curve, and it's a huge adrenaline rush. Und jetzt haben okay, jetzt weiter. And with that, it makes it really special. Nach diesem Satz zu suchen, kann Ihnen DaVinci dabei zur Seite stehen. Oben rechts über dem Source View befindet sich eine Ziffernanzeige für den Timecode 153843, ja, haben wir. Diese Anzeige gibt Ihnen die Clip-Position anhand von Timecode-Werten in Stunden, Minuten und Einzelbildern. Ja, da hat also 4 Minuten 38 und 43,16. Timecode werden in Stunden, Minuten, Sekunden, Einzelbildern. In Stunden, Minuten, Sekunden, Einzelbildern. Das sind aber nicht 15 Stunden, 38 Minuten, 63 Sekunden und 16 Einzelbilder.
Okay, Nummer 10. Verschieben Sie den Abstellkopf in der Dockleiste, bis Sie an den Termcode-Anzeige mit dem Sourcewert 153800 kommen. Ja, ich bin ein bisschen weiter, bei 43. Ja, das. Wo wollte der hin, bitte? Very difficult. It has a really steep learning curve, and it's a huge adrenaline Bis rush. 38. Ja, habe ich ja. Okay, jetzt kann ich den Outpunkt setzen. And with that, it makes it really special. You know, you're there in the Ja. Brauche ich jetzt ein bisschen still länger, find oder? it to be a really Weiß ich nicht, humbling okay. material. It is Und very jetzt kann difficult. ich It has a das really irgendwie steep learning curve, runterziehen. and it's a huge Und zwar dann adrenaline da rush. rein. Momentum. Jetzt muss ich als nächsten Schritt machen. Momentum nochmal zurück. 10. So. Markout haben wir auch gut, die haben wir. Nachdem die In- und Outpunkte vorgegeben sind, empfiehlt es sich, noch die Clip-Position zu bestimmen. Empfiehlt es sich noch, die Clip-Position zu bestimmen. Sie können dies mit der Timeline-Abspielknopf tun. Was ist los? Also mit dem hier drücken, oder wie? Nachdem Sie da ungefähr nochmal ans Ende des 4. Clips da. Ja, habe ich da auch, oder nicht? Da sollte ich anfangen. Ans Ende des 4. Clips. Momentum. Das heißt in das Interview rein, das alte. Aber wo? We're constantly in some
an das Ende des 4. Clips in der Timeline. Darin ungefähr, ja. Das ist der 4. Clip. Und jetzt an dieser Stelle schaffen Sie den Anschluss an das vorige Interviewsegment, ja. Ihre Geschichte. Genau, gut, da kommt er jetzt hin. Und jetzt, wie geht's weiter? Wie kriege ich den jetzt von da oben runter? So. Ja. Wo das, also ist nach 5. Zieht sie jetzt hin. Dahin. Nicht nach 4, sondern nach 5. Dann quasi das Bild. Dann dahin ziehen. So, ach so, das geht ja ganz einfach. Okay. Jetzt macht er einen Soundtrack hinzufügen. Dafür, dass Sie lediglich ein paar Bilder in eine Timeline importiert und 2 weitere Erzählabschnitte hinzugefügt haben, sieht dieser Film schon recht gut aus. Lassen Sie uns das Ganze mit Musik anreichern. Da ist der Ton, ja. Doppel kriegen Sie auf 1 Minute, ja, das ist der. Ja, hört sich gut an. Und wo setzt Sie den jetzt hin? Der ist ja länger. Wie lange ist denn der überhaupt? Und von wo nach wo? Doppel kriegen Sie, ja haben wir, Doppel kriegen Sie Mediapool auf den Clip habe ich, ja. Jetzt Seite 12, reine Audioclips ohne Bild haben im View ein besonderes Erscheinungsbild. Ja, das habe ich ja schon gemerkt. Darunter ist ein vergrößerter Wellenform zu sehen. Spielen Sie ein paar Sekunden des Musikclips durch Drücken der Lautstärke ab. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie nochmal. Die werden die gesamte Audiospur hinzufügen, weil sie genau 1 Minute lang ist und damit die gleiche Länge hat wie Ihr Kurzprojekt. Also eine weitere Audiospur oder wie? Sie werden die gesamte Audiospur hinzufügen, weil sie genau 1 Minute lang ist und damit die gleiche Länge hat wie Ihr Kurzprojekt. Momentan haben Sie nur eine Audiospur mit dem gesprochenen Teil für Ihre Geschichte. DaVinci Resolve fügt automatisch eine weitere Audiospur hinzu, wenn Sie den Audioclip
in eine bestehende Audiospur ziehen. Ziehen Sie den Clip an mit Soundtrack aus der Mitte des Source Views in die Timeline unter der Audiospur mit Erzählung. Sorgen Sie dafür, dass der Soundtrack in der Timeline ganz links platziert wird. Ja, haben wir. Gut. Es ist ein bisschen lang hier. Können wir vielleicht schon was löschen oder wie? Haben wir. Und jetzt Audiopegel anpassen. Ja, gut. Wenn ich das mal hier so. Ja, das wird laut. Genau. And we're constantly working to put heat in some places and remove it in others. Ist der gesprochene Teil im Vergleich zur Musik etwas untergegangen. Stellen Sie die Musik leise ein, sodass sie den Film untermalt, ohne die Erzählung zu übertönen. Ziehen Sie auf den Klick 3, ja, und dann Seite 13. Jetzt gehe ich auf den Inspektor. Inspektor öffnen, ja. Da. Und jetzt Inspektor öffnen. Der Inspektor enthält verschiedene diverse Audio- und Videoregler. Audio- und Videoregler. Welche Elemente enthält aktiv sind. Welche Elemente in der Timeline aktiv sind, gibt es hier kontextbezogene Parameter. Da Ihr Musikclip schnell ausgewählt ist, werden Sie im Inspektor die Audioelemente eingeblendet. Ja. Setzen Sie den Abspielkopf an den Anfang. Haben wir ja. Und jetzt an den Anfang und nun an den Anfang. Drücken Sie die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten. Ziehen Sie im Inspektor die Lautstärkeregler nach links, etwa bis er zwischen 15 und 20 anpendelt. Wieso habe ich jetzt hier keinen
Volumen. Genau. Haben wir, ja. Und ja, gut bei 17. They call us glass blowers, but really we're heat managers, and we're constantly working to put Bei 17 bis 20. Wenn Sie alle Lautstärkeregler vorgegeben haben, können Sie die Timeline-Wiedergabe stoppen. Klicken Sie auf die Inspektor-Schaltfläche, um diesen Arbeitsbereich zu schließen. Also wieder den schließen und dann können wir den ganzen hier vielleicht mal abhören. heat in some places and remove it in others. They call us glass blowers, but really we're heat managers, and we're constantly working to put heat in some places and remove it in others. Also, you can't touch or sculpt the glass with your hands. You have to use a variety of different tools, and glass blowers get pretty creative with what tools that they might even make for themselves or find. But you can't actually touch the material with your hands. So that's a huge challenge. In the decade, more than a decade that I've been blowing glass, I still find it to be a really humbling material. It is very difficult, it has a really steep learning curve, and it's a huge adrenaline rush. Weiter. Ja, haben wir also. Clips aus der Timeline löschen. Ja, dass mein Video länger als über das Ende der Musik hinausgeleitet läuft. Der Musik fehlt die perfekte Länge, für ihn 1 Minute hat, gilt es als nächstes mindestens einen Clip zu entfernen, um die Videolänge insgesamt zu kürzen. Ziehen Sie den Abspielknopf auf den drittletzten Clip in der Timeline. Dahin. Ja, der kann weg. Kann ich hier nicht einfach löschen. Den haben wir ja. 13 sind wir. Könnt ihr noch, warum setzt ihr nicht einfach 13 löschen? Schauen wir uns nun das Ende des Projektes an, dann haben wir Bewegung. Wählen Sie die Timeline mit der Leertaste ab. Klicken Sie auf die Timeline und drücken Sie die Rücktaste, um den zu entfernen. So. Ja.
haben wir etwas länger. Und jetzt Ende oder? Meistens ist es unerwünscht, den ganzen Clip zu entfernen. Und die muss auch nicht kurz werden. Den möchte ich den bis dahin anziehen und den möchte ich jetzt verlängern. So. Ja, jetzt sollte er passen. Jetzt sollte er passen. Ja, perfekt. Perfekt. Gut. Clips trimmen. 14. Bin ich immer noch nicht am Ende. Ich bin aber jetzt müde. Ich habe genug gemacht, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich muss Pause machen. Was haben wir? 22:30 Uhr. Okay. Die Maus und den weg. Der kann auch aus. Der kann auch aus. Projekt has not been saved. Der wird es saven. Und jetzt möchte ich auch den auch ausmachen.